Jo, Bauspann 1974 begrüßt euch im bereits Kapitel 4 von ABC Mörders. Wir haben gestern einen nahtlosen Übergang gleich gemacht. Wir haben da sogar ein Opfer, was wir noch gar nicht kennen, gekriegt. Dean Dunbar, Eigentümer des Black Swan Hotels, er ist auf der Liste des Mörders, er ist herzkrank. Also, Dean Dunbar haben wir da gekriegt, gestern noch. Ja. Und wir haben da gestern Zettel noch rekonstruiert und wir befinden uns, wie gesagt, bereits in Kapitel 4. Also wir haben gestern einen nahtlosen Übergang, hätten wir gemacht. Kapitel 3 war damit abgeschlossen. Wir sind in Kapitel 4, woher stammen die verbrannten Dokumente. Also das heißt, wir müssen da gleich einmal unsere grauen Zellen einmal einschalten. Woher stammen die verbrannten Dokumente? Viele, viele Fragen. Also auf den verbrannten Dokumenten steht Miss Archers Name. Ja, nehmen wir das gleich als Beweismaterial. Sie haben Klagspatienten kürzlich erst gelesen. Tippt man das. Und dann die Schlussfolgerung war dann alle Opfer hatten Halsschmerzen. Die Dokumente stammen aus Dr. Clark Patientenakten. The burned documents are medical records, and without a doubt they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the two victims appear on them? And who are the two other patients? These are very good questions. Oh, Telefon, was sind da jetzt wieder? Das Telefon gehen, ja. Mehr wollte ich eigentlich nicht. Wer ruft bei später Stunde an? Hello, Poirot? Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady, who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Wang Jing antworten nach seinen Namen fragen. Ja. Naja, wir kennen ihn eigentlich ja schon. Alexander Bonaparte. Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust? How did you guess? Poirot, you have magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Wenn ihr aufgepasst habt in den ganzen Blabla, was wir uns da durchgelesen haben in den ganzen Videos und auch die Videos auch angeschaut haben, haben wir jetzt in den letzten Tagen so Zwischensequenzen ja gesehen von einem Mann, ja, und von einer Mieterin. Und das war dann, also das dann, dadurch, dass ich das gewusst habe. Ja. Das ist jetzt da. Und das ist dann die Anweisung. Ja, das heißt die Anweisung. Die Anweisung oder das, ja, das sind wieder Fragen.
Das sind wieder Fragen. Bis der Deppert, oder? Das Blick ist wohl natürlich angeben. Der ganz London ist ein Blödsinn. Syndicate ist auch ein Blödsinn. Anordnung ganz durchsuchen. Durchsuchen. Have the town searched. Indeed. It's the only thing to do. But the town is large and time is short. It appears that all our hopes rest on the local police. I trust that they will be up to the task. Something is bothering me. Can you reread the burnt documents? Look at the fourth file. Dick Dudley Dunbar, Black Swan Hotel, Doncaster. Mon Dieu, Hastings, bien sûr. It's the fourth victim. We must warn Mr. Dunbar immediately. I'll call the Black Swan. Hello, the Black Swan. Hercule Poirot here. May I speak to the owner? Speaking. Dick Dudley Dunbar. How can I help you? Is there Mr. Cust among your guests? He arrived today. Shall I call him for you? Bitte Dunbar zu sprechen. Dunbar. No, it is you I wish to speak with. But who is this Cust? Das er gar nicht. A crook. A crook? He seems such a decent chap. Do you think that Cust might be dangerous? Oh, I do hope you're wrong. He seems so harmless, you know. Oh, yes, completely harmless. Gefährlich. Gras ist ein Verdächtiger. Die Gefahr relevieren. Gras ist nur ein Verdächtiger. Ihnen waren Gras ist gefährlich. Na, das ist jetzt relevieren, dass er Verdächtiger ist. Verdächtiger. We must not overestimate the danger. After all, we are not absolutely sure he is guilty. What should I do? In Auge zu halten und den Schach in Auge zu halten. Watch him. If he leaves the hotel, watch where he is heading. I'll call the police in Doncaster immediately. When they arrive, keep out of the way. Oh, indeed. I shall keep out of the way. I have a bad heart, you see, and a big shot could kill me. Thank you for having warned me. Hello, Poirot. We have some good news. The police in Doncaster have caught our man at the Black Swan Hotel. They're sending him here by train. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House? I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. À bientôt. Hastings, we are making good progress. Please go and search the room of our number one suspect. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. The dentist. So that is why you are so nervous and bad-tempered. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. Und Zahnarzt. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own. To Marbury Guest House, please.
Wir sind da jetzt eigentlich neben der Mary Perry Gasthaus. Gut, was müssen wir da eigentlich? Miss Mary Perry befragen. Was müssen wir da noch? Eigentlich das Blackwin ist auf der Liste des Mörders, er ist herzkrank, aber der von Poirot in Sicherheit gebracht. Nicht schlecht. Das ist einmal über. Das heißt, der Poirot hat jetzt eigentlich einen Termin beim Zahnarzt. Das heißt, wir werden sich da jetzt einmal umschauen. Mal die Tafel da anschauen. Marbury. There is a very pretty village by this name, in Cheshire. Gibt's da noch was zum Schauen? Das ist eigentlich niemand. Kanaldeckel. Irgendwie heruntergekommen, wenn du denkst, dass es ein Hotel oder was ist. Und da gibt es eigentlich ja nichts mehr zum Anschauen. Nö. Ah, was? I've been going past this modest guest house for so long. I would never have thought that the ABC case would lead me here. Tja, das ist gesagt. Naja, gehen wir mal rein. Gehen wir mal da rein in die Haus. Sehr gemütlich eingerichtet. Wenn wir sich mal anschauen, da haben wir da mal ein Bild vom Kaiser. Ein Klavier mal. It is a very beautiful piano. Maybe Mrs. Marbury likes to play in her free time. Ja, dann haben wir gleich einmal das ein. Das Klavier, was haben wir da noch? Schlicht und einfach eingerichtet. Die Rezeption. Rezeption. It looks like I've found the real master of this house. Gleich mal das Katzenbild. Katzenpolster. Und There is no need to worry about the household cat. Katzenspielzeug. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. Ja, jetzt werden wir mit dieser Frau da reden. Oh, die kann man gar nicht anchecken. Gut, dann werden wir mal mit ihr reden da. How do you do? You must be Mr. Hercule Poirot. Chief Inspector Jupp told me that you might be coming. Jo, ihr sagen, dass sie eine große Hilfe ist. Sie sagen sich darüber ärgern, dass sie Kartoffel schält. Naja, ihr sagen natürlich, dass sie eine große Hilfe ist, wenn man schwach sind mit Kartoffeln. Ich mein, ja. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you. Will there be some journalists there as well? I think you might even be interviewed. You are key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. Ihr gratulieren zu Ihrer Beobachtung. Sie fragen, warum sie von dem Apothekerbuch wusste. Gratulieren wir ihr. Gratulieren wir ihr. Well done. You were right. He did go to Doncaster. So I was right to warn the police.
Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cust? Well, he's odd. Sometimes he coughs really loudly and complains that his throat is burning, and sometimes he talks to himself and stares into space. He told me that it was because of a wound he got in the war. His head hasn't been quite right since, he said. And then he was in Städten when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. Fragen, wo die Flecken waren. Sie fragen, ob das Blut war. Flecken klingt gut. Fragen, wo die Flecken waren. Flecken, die Flecken. Where were the stains on the shirt? On the collar and on the buttonholes. Cut used to travel for his work. Is that correct? Oh, it wasn't for pleasure. He was always unwell on trains. But he had to sell his stockings around England. I have to respect my engagements, he used to say. Do you know where Cust was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the 25th? No, I don't know. That was a while ago, you know. But surely you keep a register. It won't do you much good. Mr. Cuss rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ah! I remember one thing. Bexhill's by the sea, right? Indeed, it is a large seaside resort. Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cust asked me to repair his bathing dress. Suspicious, huh? Sie bieten fortzufahren, hervorheben, dass Bexhill nicht der einzige Badort ist. Fortfahren. Es ist immer fortfahren. Very interesting. Please continue. I also forgot to say that he started buying newspapers that talked about the case. Nach Details zu den Zeitungen fragen, ob einer die Zeitung gekauft hat. Seit wann die Zeitungen gekauft hat? When did he start buying the newspapers? Let's see. I think it was just after the millionaire's murder in Städten. He didn't seem all that interested before that. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Take the key on the counter. Gut. Was gehen wir da jetzt da? Miss Malaby, sie ist Alexander Kurtz Vermieterin. Sie hat gesehen, wie Alexander Bonaparte Cust sein blutbeflecktes gewaschen hat. Okay. Gut, das heißt... Da hat uns netterweise... I should check the register. Mrs. 306. Marbury may have been hiding something from me. Den Schlüssel hast du genommen. Die Kartoffeln. I don't think my register will help you. Mr. Cuss rents his room all year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Das ist also jetzt das... The truth is becoming apparent, and I have something to say to Mrs. Marbury. Das Buch also. Dieses Buch, okay. Sie hat gesehen, wie Alexander Bonaparte sein Blutbewegtes gewaschen hat. Zimmer an andere, wenn ihre regulären Pensionsgäste verreisen sind. Lady Clark. Ja, das hat sie nichts mehr gegeben da. Das hat gesehen, ja. Der Vermieter, gut. Jetzt haben wir mal den Schlüssel. Er hat also 306, oder? Faktisch. Das mal beobachten. 306, ja. His key bears the number 306. Das dürfte das Zimmer sein vom Erm. Okay,
Da werden wir sie einmal betrachten. Jetzt kann man sie auch betrachten. This woman appears to be in a good mood. Einmal lächeln. Die Kette. I really would like to help, but I think I've said all I have to say. Ist recht. Die Hände. Fleißende Gesten. Aha. I really would like to help, but I think I've said all I have to say. Haltung. Aha. Mrs. Marbury is in a good mood. She's working very precisely in producing incredibly thin peel. Naja, reden wir nochmal mit ihr. Mrs. Marbury is in a good mood. She's working very precisely in producing incredibly thin peel. Reden wir nochmal mit ihr. Mrs. Marbury, if I am to believe the register, you rented room 306 to a certain Mr. Fishman on the day of the Bexhill murder? Room 306 is Cust's room. Can you explain yourself? Yes, I remember. Just for one night as a favour. Mr. Cust was away, all my other rooms were taken, and poor Mr. Fishman had nowhere to go. Sie verständnisvoll zeigen, erläutern, dass es illegal ist. Sie verständnisvoll sagen. It doesn't matter, provided that you remembered to change the sheets. Oh, do you think so? Gut, jetzt haben wir eigentlich mit der genug gequatscht. Das heißt, wir können da eigentlich raufgehen. Können da raufgehen. Wir sind da jetzt in den Zimmer von ihrem Cast durchsuchen. Wir sind geile Punkt. Wir sind Egerpunkte geil. Tja, wir sind in der Höhle des Lebens und da spielen wir dann morgen weiter. Morgen um 15 Uhr. Bauspann 1974 ist also draußen. Tschüss, Baba, bis morgen. Tschüssi, ciao.